Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch die LiveBee Smartwatch vor, die auch unter anderem unter dem Namen Willful und Letscom verkauft wird. In diesem Video zeige ich euch, was die Smartwatch alles kann, wie zum Beispiel den Schrittzähler und die Herzfrequenzmessung. Wie soll es auch sein, die Smartwatch ist aus China. Packen wir das gute Stück mal aus. Enthalten ist in der Verpackung wie gewohnt eine Gebrauchsanweisung, die keiner liest, das dazugehörige Ladekabel und die Uhr selbst. Die Smartwatch ist wasserdicht mit der Schutzklasse IP68, das heißt wasserdicht bis maximal 1,5 Meter unter Wasser für 30 Minuten. Das Ladekabel hat eine Länge von 65 cm und ist mit einem USB-Anschluss versehen. Die Ladezeit beträgt 2 Stunden und hält bis zu 2 Wochen. Auf der Rückseite der Uhr befindet sich der Herzfrequenzsensor. Ich zeige euch nun die Funktion der Smartwatch, nachdem ich diese bereits mit meinem Handy verbunden habe. Durch das Wischen von links nach rechts gelangt man in die Statusanzeige. Durch das Einschalten des Symbols oben rechts wird durch die Bewegung des Handgelenks das Display der Smartwatch eingeschaltet. Links daneben kann die Funktion zur Überwachung der Herzfrequenz eingeschaltet werden. Unten drunter befindet sich der Ruhemodus und rechts daneben die Funktion zum Wiederfinden seines Handys. Das testen wir jetzt mal. Hinten im Hintergrund könnt ihr mein Handy sehen, das durch die Funktion an der Smartwatch anfängt zu klingeln. Wieder zurück im Hauptmenü können durch das Wischen von oben nach unten die eingehenden Nachrichten gelesen werden, wie zum Beispiel von WhatsApp. Wenn im Hauptmenü von unten nach oben gewischt wird, dann gelangt man zur Statistik. Hier wird der Schrittzähler, die zurückgelegten Gesamtentfernung, verbrannte Kalorien und eine Gesamtübersicht angezeigt. Durch das Drücken auf die äußere Taste gelangt man wieder zurück zur Hauptanzeige. Ich wische nun von rechts nach links und gelange dadurch in die Funktionsübersicht. Unter Sport können 9 verschiedene Sportarten ausgewählt werden. Vom Laufen bis zu Yoga sollte für die meisten alles dabei sein. Im Menü Herzfrequenz sieht man die letzten und aktuellen Aufzeichnungen. Eine Entspannungsfunktion gibt es ebenfalls, bei der man bei einer vorgegebenen Reihenfolge ein- und ausatmen soll. Durch das Verbinden mit dem Handy ist die Weckereinstellung auf der Smartwatch die gleiche wie auf dem Handy. Weiter unten in den Funktionen kann man die Musik auf dem Handy abspielen. Und auch hier gibt es natürlich einen Timer und eine Stoppuhr. Bei den Einstellungen kann das Bild der Hauptanzeige geändert werden und die Helligkeit der Smartwatch. Diese Smartwatch kannst du gewinnen. Wie? Das erfährst du in den Kommentaren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.